Erscheinen neue Spiele von From Software, insbesondere aus der Souls-Riege, ist der vermeintlich überharte Schwierigkeitsgrad schnell in aller Munde. In manchen Reihen folgen darauf oft Unkenrufe und die Einforderung von Easy Modes. Die damit einhergehenden Argumente sind aber oft nicht nur schwach, sondern zeugen im schlimmsten Fall von einem verkorksten Medienkonsum. Vorweg, Barrierefreiheit ist eine gesellschaftliche Notwendigkeit. Gegenteiliges zu behaupten wäre irrsinnig. Lange hat es gedauert, bis große Publisher wie Microsoft die Vorreiterrolle für entsprechende Optionen eingenommen haben. Also zum Beispiel Optionen für Farbenblinde, adaptive Controller für Bewegungseinschränkungen und so weiter. Was auffällt? In den Einstellungsmenüs von einem Forza oder Halo ist der Schwierigkeitsgrad von Barrierefreiheit getrennt. Denn die beiden Dinge gehören nicht zwanghaft zusammen, obwohl es manche ständig in einen Topf werfen wollen. Ziel sollte sein, das authentische Spieldesign inklusive seinen Herausforderungen über bestimmte Barrieren hinauszutragen und sinngetreu zu vermitteln. Ein Dark Souls bräuchte nicht zwangsläufig einen leichten Modus, sondern adäquate Optionen, um Steuerung, Grafik und Audiodesign an möglichst viele Bedürfnisse anzupassen. Vielleicht würden für Dark Souls auch Temporegulierungen Sinn ergeben, um Einschränkungen bei der Reaktionszeit entgegenzukommen. Das sollte aber sinngemäß von Schwierigkeitsgraden getrennt bleiben. In manchen Games-Foren, die kaum auszuhalten sind, propagieren Nutzer Easy Modes gerne als Nonplusultra im Ausbau von Barrierefreiheit. Meist in aggressivem Ton, der Gegenseite im schlimmsten Fall Chauvinismus vorwirft. Ein Thread zu einem Easy-Hack für Sekiro in einem dieser Foren war eine Selbstbeweihräucherung. Man habe das böse Spieldesign bezwungen und endlich Spaß. Was aber ausblieb, waren Worte über Handicaps. Böse Zungen könnten daher behaupten, solche Personen nutzen Barrierefreiheit in Diskussionen als Strohmann, um den persönlichen Frust mit bestimmten Games zu kaschieren. Ein absoluter Tiefpunkt im Videospieldiskurs. Um Easy Modes zu rechtfertigen, wird der Kampagne in From-Spielen manchmal schlechtes Design vorgeworfen. Es brauche die Option des leichten Schwierigkeitsgrads, weil Gegnerplatzierungen unfair seien, das Leveldesign unausgegoren und so weiter. Hier stellt sich die Frage, warum? Warum will man ein Spiel spielen, dessen grundlegendes Design man verabscheut? Die wahre Option lautet, etwas anderes zu zocken. Vor allem Fantasy-Rollenspiele gibt es wie Sand am Meer. Das soll jetzt aber keine Fanboy-Phrase im Stile von „dann spiel es halt nicht" sein, um vor Kritik an einem Produkt davon zu laufen, das man mag. Kritik am Spieldesign ist kein Problem. Die Kamera in From Games macht beispielsweise oft nicht, was man will, weshalb bei der gängigen Schwierigkeit Frust entstehen kann. Die Antwort auf solche Probleme sollte aber kein Easy Mode sein, sondern Verbesserungen im Gameplay. Es zeigt sich hier viel mehr, aus meiner Sicht, die Wirkung von Plattformen und Medien, die einen permanenten Event-Modus propagieren. Paradebeispiel: Netflix will, dass wir Serien mit doppelter Geschwindigkeit bingen, möglichst viele Informationen aufsaugen und dann Reactions abwerfen. So darf es für manche offenbar nicht sein, dass man ein bekanntes Unterhaltungsprodukt, wie zum Beispiel Elden Ring, nicht besitzt und einfach mal auslässt, wenn es einem nicht gefällt. Randinfo: Ich bin Fan von Bloodborne, Sekiro und Demon's Souls, aber das Setting von Dark Souls hat mir nie gefallen. Heißt, ich wünschte mir natürlich mehr Games für meinen Geschmack wie Bloodborne, aber Dark Souls habe ich eben einfach nicht gezockt und es dabei belassen. Es ist nicht für mich gemacht und es zwingt mich ja niemand, es durchzuspielen. Die Souls-Spiele sind nach einem holprigen Start aber Mainstream geworden und Elden Ring bekam sogar George R.R. Martin mit ins Gepäck. So scheint weniger der Schwierigkeitsgrad das Problem, sondern die Unfähigkeit, ertragen zu müssen, bei bestimmten Hypes und Spoiler-Talks nicht dabei sein zu können. Dass mehr Schwierigkeitsgrade einem Spiel nichts abtun würden, ist zudem nicht richtig. Denn gute Easy- und Hard-Modes bedeuten Aufwand. Schlechte Easy-Modes wie in Resident Evil 4 streichen komplexe Abschnitte ersatzlos. Hard-Modes in Titeln wie Legend of Zelda sind zu banal, weil der Schaden steigt, aber die simplen Kampfmuster bleiben. Genauso ergibt das Damage rauf- oder runterschrauben in Shootern oft langweilige Alternativen zum normalen Modus. Gute Schwierigkeitsmodi benötigen Ressourcen und Berücksichtigungen für das gesamte Spieldesign. Spiele wie Bloodborne wiederum können präzise eine Vision für die Kampagne umsetzen, lenken und balancieren. Vielleicht deswegen sind gerade From-Spiele trotz manchen Herausforderungen fair und bieten ohnehin viele Möglichkeiten, um voranzukommen. Darauf sollte man sich als Spieler einlassen, statt eine Verwässerung des Spieldesigns zu fordern. Bei Open-World-Serien sieht man zudem, dass sich verstärktes Handholding über mehrere Spiele gerne von der Option zur Norm wandelt. Immer mehr Games wurden langsam mit denselben Stützrädern wie Zauber-GPS und Icons zum banalen Einheitsbrei umstrukturiert.
Manche eingesessene Fans von Titeln wie Pokémon wiederum beklagen zum Beispiel, dass sich der Easy XP-Modus vom optionalen Tool zur Pflicht entwickelt hat. Demon's Souls stach während der innovationsarmen PS360-Ära hervor, weil sein Hardcore-Design mit gängigen Konventionen brach. Eine Gleichschaltung würde schlicht gegen den Spirit der Spiele gehen. Ein Schauergespenst für viele Fans ist zudem nicht umsonst das Meme, das Ubisoft-eskes Händchenhalten in einen Bloodborne-Screenshot gefotoshoppt hat. Wir sollten eigentlich froh sein, dass der Mainstream besonders ab der PS4-Ära wieder mehr Freiheit für künstlerische Visionen gewisser Entwickler erlaubt, die sich nicht sofort aus Marketinggründen bestimmten Konventionen gebeugt haben.